Hallo und herzlich willkommen bei Neovara. Schön, dass du heute dabei bist. Kennst du das Gefühl, nach einem Tag voller Aktivitäten völlig erschöpft zu sein, ohne genau zu wissen warum? Oder das Phänomen, dass manche Situationen oder Menschen dir innerhalb von Minuten jegliche Energie rauben? Dann bleib dran, denn in diesem Video erfährst du, woran das liegen kann und vor allem, was du tun kannst, um deine Energie zurückzugewinnen und bewusster mit deinen Kraftquellen umzugehen. Ich erinnere mich gut an eine Phase vor einigen Jahren, in der ich ständig müde war, obwohl ich ausreichend schlief und mich gesund ernährte. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich erkannte, dass es nicht um den Mangel an Schlaf oder Vitaminen ging, sondern um die vielen kleinen und großen Energieräuber in meinem Alltag, die ich bis dahin nicht bewusst wahrgenommen hatte. Der Begriff Energieräuber mag zunächst etwas abstrakt klingen. Ich verstehe darunter alle Faktoren, äußere wie innere, die uns Kraft und Lebendigkeit nehmen, oft ohne dass wir es direkt bemerken. Das können äußere Umstände sein, wie die ständige Erreichbarkeit durch digitale Medien oder ein chaotisches Arbeitsumfeld. Aber genauso können es innere Muster sein, wie selbstkritische Gedanken oder die Gewohnheit, es allen recht machen zu wollen. Warum ist es so wichtig, diese Energieräuber zu erkennen? Ganz einfach, Energie ist eine unserer wertvollsten Ressourcen. Sie ist die Grundlage für unser Wohlbefinden, unsere Leistungsfähigkeit und nicht zuletzt für unsere persönliche Entwicklung. Wenn wir verstehen, was uns Energie raubt, können wir bewusster damit umgehen und so mehr Lebensqualität gewinnen. In den nächsten Minuten möchte ich mit dir die verschiedenen Arten von Energieräubern erkunden, dir Methoden zeigen, wie du deine persönliche Kraftdiebe identifizieren kannst und natürlich auch praktische Wege aufzeigen, wie du ihnen begegnen kannst. Bevor wir in die Details gehen, lass uns kurz betrachten, was Energie aus wissenschaftlicher Sicht eigentlich bedeutet. Denn es geht hier um mehr als nur ein vages Gefühl. Auf der biologischen Ebene wird unsere Energie hauptsächlich in den Mitochondrien produziert, den Kraftwerken unserer Zellen. Sie wandeln Nährstoffe in ATP um, den universellen Energieträger unseres Körpers. Dieser biochemische Prozess wird durch viele Faktoren beeinflusst, von unserer Ernährung über Stresshormone bis hin zu körperlicher Aktivität. In der Psychologie gibt es ein spannendes Konzept, das erklärt, warum wir uns manchmal plötzlich so erschöpft fühlen, obwohl wir körperlich eigentlich gar nicht so viel gemacht haben. Auf Deutsch spricht man auch von der Ich-Erschöpfung. Gemeint ist damit, unsere Willenskraft und unsere Selbstkontrolle sind keine unendlichen Ressourcen. Immer wenn wir eine Entscheidung treffen, eine Emotion regulieren oder uns in irgendeiner Weise zusammenreißen, verbrauchen wir einen Teil davon. Und genau wie ein Muskel ermüdet, wenn er zu lange beansprucht wird, wird auch unsere Selbstkontrolle mit der Zeit schwächer. Am Abend fällt es uns dann zum Beispiel schwerer, bei ungesunden Snacks Nein zu sagen, oder wir greifen schneller zum Handy, obwohl wir eigentlich abschalten wollten. Dieses Phänomen ist gut erforscht und erklärt, warum nicht nur körperliche, sondern auch mentale Anforderungen echte Energieräuber sein können. Neurologisch betrachtet hängt unser Energieniveau stark mit der Aktivität bestimmter Hirnregionen zusammen, insbesondere des präfrontalen Kortex, der für die Entscheidungsfindung und Selbstkontrolle zuständig ist. Interessanterweise können schon kleine Unterbrechungen oder Ablenkungen einen erheblichen Teil unserer neurologischen Ressourcen beanspruchen. Was ich besonders spannend finde, aus ganzheitlicher Sicht ist Energie nicht nur ein physisches oder mentales Phänomen, sondern in vielen traditionellen Heilsystemen wird Energie, ob als Qi, Prana oder Lebenskraft bezeichnet, als grundlegende Kraft verstanden,
die auf allen Ebenen fließt, körperlich, emotional, mental und sogar spirituell. Diese Systeme lehren uns, dass Blockaden in diesem Energiefluss zur Erschöpfung und Unwohlsein führen können. Bei Neovara versuchen wir diese verschiedenen Perspektiven zu verbinden, die wissenschaftliche Erkenntnis mit dem ganzheitlichen Bewusstsein. So bekommen wir ein vollständiges Bild davon, was uns Energie gibt und was sie uns nimmt. Schauen wir uns nun die äußeren Energieräuber an, jene Faktoren in unserer Umgebung, die uns oft unbewusst Kraft entziehen. Ein besonders mächtiger Energieräuber unserer Zeit ist die digitale Überlastung. Die ständige Erreichbarkeit, der nie endende Nachrichtenstrom und die Gewohnheit des Multitaskings fordern ihren Tribut. Neurowissenschaftliche Studien zeigen, dass schon das bloße Vorhandensein unseres Smartphones in Sichtweite, selbst wenn es lautlos ist, einen Teil unserer Aufmerksamkeit bindet und die kognitive Leistung reduziert. Ich weiß, das klingt einfach, aber ich ertappe mich oft selbst dabei, wie es schwerfällt, wirklich offline zu gehen. Und doch immer mehr Menschen berichten, wie wohltuend gerade diese bewussten Auszeiten sind. Wie ein Fenster, das sich im Kopf öffnet. Vielleicht hast du auch schon mal vom zirkadianen Rhythmus gehört. Das ist unsere innere biologische Uhr, die ungefähr einem 24-Stunden-Zyklus folgt. Sie steuert viele wichtige Prozesse in unserem Körper, zum Beispiel wann wir müde werden, wann wir wach und konzentriert sind und sogar wie unsere Hormone oder die Körpertemperatur schwanken. Besonders stark wird dieser Rhythmus vom Licht beeinflusst, vor allem durch Tageslicht. Deshalb ist es wichtig, tagsüber ausreichend Licht zu bekommen und abends künstliches, besonders blaues Licht zu vermeiden, wie es von Smartphones oder Bildschirmen kommt. Wenn dieser Rhythmus aus dem Takt gerät, zum Beispiel durch unregelmäßige Schlafzeiten, zu viel Bildschirmlicht am Abend oder Schichtarbeit, kann das zu Schlafproblemen, Erschöpfung oder Stimmungsschwankungen führen. Ein Beispiel ist der Jetlag. Wenn du in eine andere Zeitzone reist, braucht dein Körper oft mehrere Tage, um sich wieder an den neuen Tagesrhythmus zu gewöhnen. Das zeigt, wie sensibel unser System auf Veränderungen im Lichtzeitmuster reagiert und wie eng unser Wohlbefinden mit diesem internen Taktgeber verbunden ist. Besonders komplex sind die sozialen Energieräuber. Du kennst vielleicht Menschen, nach deren Begegnung du dich seltsam erschöpft fühlst. Manchmal werden sie als Energievampire bezeichnet. Das können Menschen sein, die ständig klagen, ohne nach Lösungen zu suchen, die sehr fordernd sind oder die unbewusst ihre eigene emotionale Last auf andere übertragen. Oft spielen hier auch ungeklärte Grenzen eine Rolle. Wenn wir nicht klar kommunizieren, was für uns in Ordnung ist und was nicht, kann das zu energieraubenden Dynamiken führen. Unterschätzt werden oft auch Umweltfaktoren wie schlechte Luftqualität in Innenräumen, die zu Müdigkeit führen kann, oder die Belastung durch künstliches Licht, besonders blaues Licht am Abend, das unseren Melatoninspiegel und damit unsere Schlafqualität beeinträchtigen kann. Ein klassischer Energieräuber sind Zeitmanagementfallen, ein übervoller Kalender ohne Pausen, das Gefühl ständiger Eile und die Unfähigkeit, Aufgaben zu priorisieren oder zu delegieren. All das kann dazu führen, dass wir unsere Energie in zu viele Richtungen verteilen und am Ende erschöpft sind, ohne wirklich etwas erreicht zu haben. Was ich hier besonders betonen möchte, diese äußeren Energieräuber wirken oft kumulativ. Jeder einzelne mag für sich genommen bewältigbar sein, aber in ihrer Gesamtheit können sie uns regelrecht auslaugen. Deshalb ist es so wichtig, sie bewusst wahrzunehmen. Neben den äußeren Faktoren gibt es eine zweite, oft noch wirkungsvollere Kategorie, die inneren Energieräuber.
Das sind Muster in unserem Denken, Fühlen und unserem Körper, die von innen heraus Kraft abziehen. An erster Stelle stehen hier selbstkritische Gedankenmuster. Der innere Kritiker, der uns ständig sagt, dass wir nicht gut genug sind, dass wir mehr tun müssten, dass andere es besser können. Diese Stimme kann unglaublich viel Energie kosten. Ebenso der Perfektionismus, der uns keine Fehler erlaubt oder die Gewohnheit, uns ständig mit anderen zu vergleichen. Gerade soziale Netzwerke verstärken diesen Effekt oft noch. Denn was wir dort sehen, sind meist nur die glänzenden Momente im Leben der anderen. Der Alltag, die Zweifel, die Unsicherheiten bleiben im Verborgenen und wir vergleichen unser Innenleben mit einer perfekt inszenierten Außenschale. Ich kenne diese Muster aus eigener Erfahrung nur zu gut und auch, wie befreiend und energiespendend es sein kann, sie zu erkennen und zu transformieren. Eng damit verbunden sind emotionale Belastungen, unverarbeitete Gefühle wie Trauer, Wut oder Angst, die wir mit uns herumtragen, verbrauchen kontinuierlich Energie. Auch chronische Sorgen, das ständige Durchspielen von Was-wäre-wenn-Szenarien können uns regelrecht auslaugen. Und nicht zu vergessen sind Schuldgefühle. Die sind oft tief verankert und wie ein ständiges Hintergrundrauschen entziehen sie uns Kraft. Unser Körper zeigt uns oft sehr deutlich, wo Energie blockiert ist oder verloren geht. Körperliche Signale wie chronische Verspannung, besonders im Nacken- und Schulterbereich, flache Atmung oder ein zusammengesunkener Körper sind Anzeichen für energetische Stauungen. Diese körperlichen Muster führen nicht nur zu direktem Energieverlust, sondern können auch Gefühle und Stimmungen negativ beeinflussen. Ein subtiler innerer Energieräuber ist die Werteinkongruenz. Wenn wir gegen unsere eigenen tieferen Überzeugungen und Werte leben oder arbeiten. Dies erzeugt einen inneren Konflikt, der konstant Energie bindet. Manchmal bemerken wir diesen Konflikt nur indirekt, etwa durch ein vages Gefühl der Unzufriedenheit oder Leere trotz äußeren Erfolgs. Schließlich gibt es energetische Dysbalancen, wenn wir zu viel Energie in bestimmte Lebensbereiche investieren und andere vernachlässigen. Zum Beispiel, wenn wir uns übermäßig auf die Arbeit konzentrieren und Erholung, Kreativität oder Beziehungen zu kurz kommen lassen. Langfristig führt dieses Ungleichgewicht zur Erschöpfung, selbst wenn wir auf den ersten Blick genug Energie für die aktuelle Hauptaufgabe zu haben scheinen. Was ich besonders wichtig finde, diese inneren Energieräuber sind keine unveränderlichen Gegebenheiten. Sie sind Muster, die wir erkennen und verändern können. Der erste Schritt dazu ist, sie bewusst wahrzunehmen. Wie kannst du nun deine persönlichen Energieräuber identifizieren? Lass mich einige praktische Methoden vorstellen, die ich als besonders hilfreich erlebt habe. Eine der wirksamsten Methoden ist das Energietagebuch. Nimm dir für eine Woche vor, mehrmals täglich kurz zu notieren, wie dein Energielevel ist, zum Beispiel auf einer Skala von 1 bis 10 und was du gerade tust oder erlebt hast. So erkennst du mit der Zeit Muster, welche Aktivitäten, Situationen oder Menschen scheinen deine Energie zu steigern, welche zu senken. Oft zeigen sich überraschende Zusammenhänge, die uns im Alltagstrubel nicht bewusst sind. Eine weitere wertvolle Übung ist der Körperscan. Dabei nimmst du dir 5 bis 10 Minuten Zeit, liegst oder sitzt entspannt und richtest nacheinander deine Aufmerksamkeit auf verschiedene Körperbereiche. Wo spürst du Anspannung, Schwere oder Enge? Diese körperlichen Empfindungen können Hinweise auf energetische Blockaden sein. Besonders aufschlussreich ist es, diesen Körperscan in verschiedenen Situationen zu machen, etwa nach einem Gespräch mit einer bestimmten Person oder nach einer bestimmten Tätigkeit. Das Gefühlsbarometer ist eine Methode, bei der du im Laufe des Tages immer wieder kurz innehältst und dich fragst, wie fühle ich mich jetzt gerade? Welche Emotion ist vorherrschend? Gefühle wie Ärger oder Traurigkeit
Besonders wenn sie unterschwellig und chronisch auftreten, können wichtige Hinweise auf Energieverluste sein. Oft sind wir uns unserer Gefühle nicht bewusst, bis wir anfangen, gezielt darauf zu achten. Eine sehr praktische Übung ist die Energiebilanz. Nimm ein Blatt Papier, teile es in 2 Spalten und liste links alle Aktivitäten, Situationen und Menschen auf, die dir Energie geben, und rechts alle, die dir Energie nehmen. Sei dabei so konkret wie möglich. Diese einfache Übung schafft Klarheit und ist oft der erste Schritt zu bewussten Veränderungen. Schließlich ist achtsames Beobachten eine grundlegende Fähigkeit, die du in allen Lebensbereichen einsetzen kannst. Übe dich darin, dich selbst ohne sofortige Bewertung zu beobachten. Wenn du dich plötzlich erschöpft fühlst, woran könnte es liegen? Was passiert in diesem Augenblick? Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf? Wie reagiert dein Körper? Diese Beobachtung aus einer gewissen inneren Distanz heraus kann dir helfen, Trigger und Muster zu erkennen, die dir sonst entgehen würden. Was mir bei all diesen Methoden wichtig ist, es geht nicht darum, dich selbst zu kritisieren oder zu verurteilen, wenn du Energieräuber entdeckst. Es geht um Bewusstwerdung als ersten Schritt zur positiven Veränderung. Sei liebevoll und neugierig mit dir selbst, während du auf Entdeckungsreise gehst. Nachdem wir nun wissen, wie wir unsere persönlichen Energieräuber erkennen können, kommen wir zum praktischen Teil. Was können wir tun, um ihnen wirksam zu begegnen? Gegen digitale Überlastung hilft eine bewusste digitale Entgiftung. Das kann bedeuten, feste Offline-Zeiten einzuführen, etwa die ersten und die letzten Stunden des Tages. Oder bestimmte Räume wie das Schlafzimmer zur handyfreien Zone zu erklären. Auch das Deaktivieren von nicht wirklich wichtigen Benachrichtigungen und das Einrichten von Zeitlimits für Social-Media-Apps kann einen enormen Unterschied machen. Für eine energiefördernde Raumgestaltung ist Ordnung ein wichtiger erster Schritt. Das japanische Konzept des Ma, des bewussten Leerraums, kann hier inspirierend sein. Entscheide bewusst, was in deinem Lebensraum gehört und was nicht. Sorge für ausreichend Tageslicht und frische Luft und integriere, wenn möglich, Naturelemente wie Pflanzen oder Holz in deine Umgebung. Selbst kleine Veränderungen wie das Entfernen von Staubfängern oder das Schaffen einer ruhigen Ecke zum Entspannen können spürbare Wirkung haben. Um energieraubenden sozialen Dynamiken zu begegnen, ist gesunde Abgrenzung der Schlüssel. Das beginnt damit, deine eigenen Grenzen zu erkennen und zu respektieren. Lerne höflich, aber bestimmt Nein zu sagen, wenn dir etwas zu viel wird. Bei Menschen, die dir konstant Energie rauben, kann es hilfreich sein, die Begegnungen zeitlich zu begrenzen oder bewusster zu gestalten. Manchmal ist es auch nötig, toxische Beziehungen ganz zu beenden oder zumindest zu reduzieren. Gleichzeitig ist es wichtig, in nährende Beziehungen zu investieren. Menschen, mit denen du dich nach einem Treffen energetisiert und nicht erschöpft fühlst. Für deinen Körper gibt es viele energetisierende Praktiken. Bewusste Atemübungen, selbst wenn sie nur ein paar Minuten dauern, können Wunder wirken, um Energie zu aktivieren. Der volle Yoga-Atem beispielsweise, bei dem du bewusst in den Bauch, in die Brust und in die Schultern atmest, kann blockierte Energie wieder in Fluss bringen. Regelmäßige Bewegung, und sei es nur ein kurzer Spaziergang in der Natur, ist ebenfalls essentiell. Auch die Ernährung spielt natürlich eine wichtige Rolle. Frische, unverarbeitete Nahrungsmittel geben dem Körper nachhaltigere Energie als stark verarbeitete, zuckerhaltige Produkte, die oft zu Energieeinbrüchen führen. Gegen mentale Energieräuber helfen Achtsamkeitspraktiken. Eine einfache Technik ist, belastende Gedankenmuster zu unterbrechen, indem du dich bewusst auf deine Sinneswahrnehmung
konzentrierst. Was siehst du, hörst oder riechst oder schmeckst du oder fühlst du gerade? Das bringt dich ins Hier und Jetzt zurück. Auch das bewusste Umlenken negativer Gedanken kann wirkungsvoll sein. Wenn du dich dabei ertappst, dass du in Selbstkritik oder Sorge versinkst, kannst du dir angewöhnen, bewusst 3 positive Aspekte der Situation zu finden. Ein oft unterschätzter Bereich ist das Zeitmanagement. Hier geht es darum, deine Energie bewusst zu steuern und einzuteilen. Plane deinen Tag nach deinem natürlichen Energierhythmus. Erledige anspruchsvolle Aufgaben in deinen Hochphasen und nutze Energietiefs für einfachere Tätigkeiten oder Pausen. Arbeite, wenn möglich, in fokussierten Blöcken, zum Beispiel 25 Minuten Konzentration, 5 Minuten Pause, statt ständig zwischen den Aufgaben zu wechseln. Und vor allem plane bewusst Ruhezeiten ein, so wie du Termine planst. Sie sind kein Luxus, sondern notwendig für nachhaltige Energie. Was ich aus eigener Erfahrung betonen möchte, oft sind es nicht die großen dramatischen Veränderungen, die den Unterschied machen, sondern die kleinen, konsequenten Schritte im Alltag. Wie bei einem Wasserhahn, der tropft. Jeder einzelne Tropfen mag unbedeutend erscheinen, aber über die Zeit füllt sich das Becken. So ist es auch mit unserer Energie. Kleine positive Veränderungen adäquat angewandt können über die Zeit zu einem deutlich höheren Energieniveau führen. Wie kannst du nun all diese Erkenntnisse und Methoden nachhaltig in deinen Alltag integrieren? Ich möchte dir hier einen einfachen Ansatz vorschlagen, den 21-Tage-Energieplan. Die Idee dahinter ist, über einen Zeitraum von 3 Wochen jeden Tag einen kleinen Schritt zu unternehmen, um deine Energieräuber zu reduzieren und deine Energiequellen zu stärken. 3 Wochen sind lang genug, um erste Veränderungen zu spüren, aber kurz genug, um überschaubar zu bleiben. In der ersten Woche könntest du dich auf das Beobachten und Identifizieren konzentrieren. Führe ein Energietagebuch, mach die Energiebilanzübung, werde dir deiner Muster bewusst. In der zweiten Woche geht es dann darum, erste Veränderungen einzuleiten. Vielleicht beginnst du mit digitalen Auszeiten, räumst einen bestimmten Bereich auf oder führst ein kurzes Morgenritual ein. In der dritten Woche festigst du die neuen Gewohnheiten und achtest besonders auf die kleinen Erfolge und positiven Veränderungen, die du bereits bemerkst. Wichtig dabei, verstehe Energieräuber nicht als Gegner, sondern auch als Lehrmeister. Sie zeigen dir, wo du aus dem Gleichgewicht geraten bist, wo du vielleicht unbewusst gegen deine eigenen Bedürfnisse handelst. So gesehen sind sie wertvolle Hinweise auf deinem Weg zu mehr Bewusstheit und Lebendigkeit. Es geht auch nicht darum, alle Herausforderungen im Leben zu vermeiden. Das wäre weder möglich noch sinnvoll. Vielmehr geht es um eine Balance. Manche Situationen erfordern, dass wir uns ihnen stellen, auch wenn sie zunächst Energie kosten. Andere hingegen dürfen wir getrost loslassen oder verändern. Ich hoffe, dieses Video hat dir einige wertvolle Anregungen gegeben, wie du deine eigenen Energieräuber erkennen und ihnen begegnen kannst. Es wäre schön, wenn du 1 oder 2 Ideen mitnimmst und in den nächsten Tagen ausprobierst. Wenn du mehr zu diesen oder ähnlichen Themen erfahren möchtest, schau gerne auf unsere neue Neovara-Webseite. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Oder in unseren anderen Videos, etwa zum Thema Achtsamkeit oder innere Balance. Ich freue mich über deine Kommentare und Erfahrungen mit dem Thema Energieräuber. Welche Methoden haben dir geholfen? Was sind deine größten Herausforderungen? Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Und falls du keines unserer kommenden Videos verpassen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche dir einen energiegeladenen Tag und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.